Das ist die neue Realität für Unternehmer. Auftragslage und Umsatz in Deutschland sind im Wandel. Wer jetzt nicht auf Vertrieb setzt, wird versetzt und landet im Abseits. Vertrieb vor Marketing, der Krise trotzen, agieren statt reagieren. Und damit geht's jetzt los. Hat sich die deutsche Wirtschaft so verändert, dass es aktuell schwerer ist, Aufträge zu bekommen und Umsatz zu machen als vielleicht noch vor einem Jahr? Und hat sich der Markt verändert und echter Betrieb bekommt vor allem mehr Bedeutung aus der Not heraus, weil der Kunde eben nicht mehr freiwillig kommt oder Entscheidungszyklen immer länger werden? Die Lage ist echt schwierig. Und seit fast einem Jahr macht sich der Auftragsrückgang bei meinen Kunden bemerkbar und bei euch vielleicht auch. Noch ist es nicht lebensbedrohlich, aber der Mittelstand steckt mittendrin im Umbruch. Mal wieder. Und das betrifft nicht nur Deutschland, das ist ein globaler Trend. Was auffällt? Es gibt immer mehr Angebote als Aufträge. Früher war es andersrum. Wir wandeln uns gerade von einem Nachfragemarkt in einen Angebotsmarkt. Also der Preis rückt in den Vordergrund. Auftraggeber haben die Wahl und vor allen Dingen die Verhandlungsmacht. Jetzt wird Vertrieb wieder wichtig. Also jetzt wird vor allem die Qualität der Vertriebsmitarbeiter wichtiger. Und wenn du ein Vertriebsteam hast, dann müssen die nun wissen, was sie tun. Die müssen wissen, wie aktiver Vertrieb geht und wie man als Erster den Sack zumacht. Dein Team muss besser sein als der Vertrieb von deinem nächsten Mitbewerber. Viele Unternehmer stellen fest, dass sie ein Vertriebsteam haben. Gute Nachricht. Und das in guten Zeiten auch einen guten Eindruck macht und gute Arbeit leistet. Aber jetzt, wo die Zeiten härter werden und wo der Vertrieb richtig arbeiten muss, dann brauchen die Training. Mitarbeiter, von denen man bisher jahrelang dachte, die seien ziemlich gute Vertriebler, die haben die Aufträge eigentlich nur eingesammelt, aber eben nicht erarbeitet. Und das fällt dir jetzt richtig auf die Füße, das fällt jetzt richtig auf, oder klarer ausgedrückt, wenn dir das auf die Füße fällt, was passiert noch? Vertrieb wird aggressiver, Vertriebler müssen mehr kämpfen. Aber dein Team hat nie gelernt zu kämpfen. Aber fragen wir doch mal in der Realität nach, ob das schon mit dem Kämpfen im Vertrieb in der Realität angekommen ist, oder? Bei uns eigentlich nicht, weil wir haben ja nie Vertrieb gemacht, weil wir halt eben einen guten Kundenstamm hatten und über diese Kunden auch immer genug neue Projekte reingekommen sind. Wir haben jetzt ja zum einen das Thema, dass wir für uns erkannt haben, dass wir wachsen wollen und deshalb logischerweise auch mehr Projekte brauchen. Und gleichzeitig, dass das Projektgeschäft bei den großen Kunden auch ein bisschen nach unten gegangen ist, weil halt eben momentan doch mehr eingespart wird. Und jetzt gucken wir halt eben, dass wir neue Kunden gewinnen wollen. Und neue Kunden zu gewinnen ist momentan auch nicht so leicht, weil die meisten halt erstmal gucken, wo sie am Markt bleiben. Ne? Danke. Wusstest du eigentlich, was der billigste Weg ist, Umsatz zu machen? Vertriebsteam schulen, Conversion Rate oder Umwandlungsrate erhöhen, also den Anteil der gewonnenen Aufträge erhöhen. Jetzt ist Vertrieb wichtiger als Marketing. Warum? Weil du schneller zu Umsatz kommst, wenn du Leads oder Interessenten überzeugst, als erstmal durch Marketing neue Leads und neue Interessenten zu gewinnen. Ist ja eigentlich total logisch. Jetzt kratzt sich der Erste von euch am Kinn und fragt sich, wie kann man eigentlich die potenziellen Kunden zur Auftragserteilung bekommen? Durch strukturierten Vertrieb, Vorbereitung, Durchführung, Nacharbeit, Verbindlichkeit, Klarheit, Verlässlichkeit, Nachverfolgen und nicht aufgeben. Das ist strukturierter Vertrieb. Wie baut man ein Kundengespräch auf? Wie erstellt man eine Präsentation? Wie nimmt man den Kunden mit auf die Reise zur Erfüllung seiner Wünsche? Und wie erfährt man eigentlich überhaupt, was seine wirklichen Wünsche sind? Also ich bin ein großer Fan der 5 Wege zum erfolgreichen Verkaufen. Das habe ich vor Pi mal Daumen 30 Jahren gelernt und ich nutze diese Struktur seitdem täglich. Ja? Wenn ich heutzutage mit den Mitarbeitern meiner Unternehmer ins Vertriebstraining gehe, dann fällt mir immer auf, dass die sind alle ziemlich gute Beziehungsmenschen. Ja? Die sind gut im Vertrauen aufbauen zum Kunden, das können die richtig gut. Aber das ist nicht Vertrieb, das ist ein natürliches Talent und das ist Voraussetzung für erfolgreichen Vertrieb. Aber darauf musst du aufbauen, du kannst da nicht aufhören, du musst mit eine Struktur draufsetzen. Lernen hört nach dem Studium leider nicht auf und ich begreife langsam, warum ich vor 30 Jahren Trainee on the Job bei Procter & Gamble war. Weil ich nämlich mein Uni-Wissen nehmen musste und darauf aufbauen musste, wie man strukturiert Vertrieb macht. Struktur. Und deswegen ist es mir total wichtig, dass Unternehmer ihrem Vertriebsteam einen getesteten und messbaren Vertriebsprozess an die Hand geben.
der einen vorhersehbaren Umsatz fürs Unternehmen bedeutet und ermöglicht und nicht vom Talent des Mitarbeiters abhängt. Ja? Wenn du so ein System in deinem Unternehmen etabliert hast, dann bist du auch unabhängig davon, ob der Vertriebler bleibt oder ob jemand Neues dazukommt. Oder wenn du die Struktur festlegst, an die sich alle halten müssen, und es kommt dann jemand Neues dazu, dann ist er wesentlich schneller eingearbeitet. Er kann wesentlich schneller Ergebnisse abliefern, als wenn du kein System hättest. Und wenn dann mal jemand weggeht, werden die Kunden den Wechsel auch weniger merken, weil dein System bleibt ja. Und noch was total wichtig ist. Die meisten Menschen denken, Vertrieb ist hauptsächlich Produktwissen und Warenkunde, nicht Struktur und Prozesse. Und deswegen lege ich bei meinen Trainings mehr Wert auf den Kunden als auf das Produkt. Ja klar, du musst deine Produkte kennen. Das ist die Grundvoraussetzung von allem. Aber Struktur, Prozesse und Fokus auf den Kunden unterscheide dich von deinem Wettbewerb. Und das willst du doch. Du willst deinen Preis durchsetzen, weil du unterscheidbar bist vom Wettbewerb. Also fangt an und arbeitet an eurer Struktur. Wie kommt eine Anfrage rein und wie wird sie weiterverarbeitet? Wer ist wofür verantwortlich? Wer macht was bis wann? Wo kann ich was nachlesen? Wer kontrolliert? Woran messen wir den Erfolg? Sprich, welche KPIs schauen wir uns täglich oder wöchentlich oder monatlich an? Und wo ist das Dashboard oder wo ist das schwarze Brett, an dem sich täglich vorbeigehen und wo ich das dem gesamten Team zeigen kann, was unser Status quo ist? Und so weiter. Also gibt 1000 Sachen. Baut Stück für Stück euer System und macht euch einzigartig. Dann landet ihr nicht im Abseits und der globale Trend geht an euch vorbei.